Grüß euch, also heute werden wir versuchen, von Oberbisting aufs Herrgott Schnitzerhaus auf der Hohen Wand zu gehen. Das erste Mal unser neuer Wanderbuddy Balu. Das wird seine erste Wanderung. Da werden wir mal sehen, wie das geht. Geht voran, geht voran. Wir gehen zwar da im Wald, aber gleich direkt neben der B21 und ja, es ist halt laut. So kann man das durchweg sagen. Wie ihr eben sehen könnt, einmal anfänglich ein eigentlich sehr flacher und sehr angenehmer, schattiger Weg. Ja, das ist alles sehr interessant. Das ist so ziemlich alles Neuland noch für dich. Aber das wird schon werden. Ja, der Traktor, da bist du nicht ganz sicher, was du mit dem tun sollst. Der ist nicht so ganz deins. Und jetzt geht es da gerade durch den doch etwas düsteren Fichtenforst. Ich meine, diese Bank hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Aber im schattigen Wald zu gehen, hat natürlich durchaus seine Vorteile. Jetzt werden wir sehen, was der Herr Balu mit der Brücke macht. Da ist er. Ja, ja, geht voran. Geht voran. Schatze. Da ist sogar mal Wasser drin. Im Schneidergraben ist sogar mal Wasser drin. Wer hätte das gedacht? Das ist das erste Mal, dass ich da drinnen Wasser sehe. Von hier an, the road turns east. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, woher dieses Movie-Zitat stammt. Von nun geht's bergauf. Ich meine, da liegt im Moment so viel tote Nadeln am Boden, dass man den Weg eigentlich fast nicht erkennt. Außer man weiß, dass der Weg da herauf geht. Hier wissen wir, dass wir dann doch auf dem richtigen Weg sind, weil wir wieder mal eine Markierung haben. Ja, genau. Der Herr Balu denkt sich, I'm not so sure about this. Naja, nachdem unser Herr Balu aus dem Auslandstierschutz kommt, hat er so etwas noch nie erlebt. Aber dafür schlägt er sich eigentlich sehr tapfer, muss ich sagen. Wirklich eine sehr schöne Waldwanderung im Moment. Ich meine, das hat ja was für sich. Hier werden wir wieder mal mit einer Markierung belohnt.
Und mit Ausnahme von ein paar ungeschnittenen Bäumen überlässt man hier den Wald offenbar mittlerweile großteils sich selbst. Ja, gell, da ist ein Hindernis. Ein Hindernis. Was machen wir mit diesem Hindernis? Na, super hast du das gemeistert. Super hast du das gemeistert. Gell, heute haben wir sehr viele Sachen, die du zum ersten Mal machst. Eine Brücke, ein baumversperrten Weg, ja, so doch. Mein lieber Hund, das ist die falsche Richtung. Unser Weg führt da am Riedl hinauf, wie an dieser Markierung unschwer zu erkennen ist. Also hier über die Gartschlagen drüber, nach links geht der Aufbau des Burgberges, der Burgruine Starnberg. Und wir haben hier einen sehr interessanten Weiterweg. Nämlich, der schließt sich gar nicht so leicht, wenn man es nicht weiß. Da glauben nämlich alle, dass dieser Weg, jetzt ist es schon um eine Spur besser, aber wie sie diesen Forstweg da gemacht haben, hat jeder geglaubt, dass der Weg gerade weitergeht, wenn in Wirklichkeit danach rechts hinaufgeht. Und Wegweiser, Markierung, Fehlanzeige. Haben wir alles nicht. Das muss man wissen. Oder eben auf der entsprechenden Karte oder App schauen. Weil sonst kommt man nämlich irgendwo dann ziemlich wild hinunter auf den Weg, ich glaube 231 oder 232, was der Priestingtaler Rundwanderweg ist, der einen zwar wieder zurückbringen würde, aber das ist dann schon ein bisschen ein Umweg ist es. Ja, ich weiß, das ist jetzt alles, das erschließt sich für dich nicht so ganz. Gell? Das ist, du denkst, dieser Weg, da ist das Gras viel interessanter, aber das erschließt sich für mich nicht ganz. Was diesen Wegabschnitt im Speziellen betrifft, kann man durchweg sagen, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Wer auch immer durch diese hohle Gasse kommen soll. Und den Himmel sehen wir da, ja, wir sehen blauen Himmel. Also sind wir ja froh, dass wir im Wald gehen, weil sonst wird uns die Sonnenschau auf die Birnen brennen. Naja, Herr Balu, dann gehen wir mal durch diese hohle Gasse, wir zwar. Genau, das ist so. Du denkst, ja, ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Ja, ich kann das sehen, dass du nicht weißt, was du davon gerade halten sollst. Aber das ist der Weg und daran ändert sich nichts. Nach der hohlen Gasse kommen wir sozusagen auf eine Lichtung, die in Wirklichkeit ein ziemlich wilder Forstweg ist oder ein ehemaliger. Ja, ich weiß, dieser Weg erschließt sich gerade nicht für dich. Ich verstehe das. Ja, das ist jetzt schon besser für dich, gell? Das ist ein ehemaliger Forstweg, der eigentlich so gut wie nicht mehr verwendet wird. Oder ich hab noch nie jemanden gesehen, der ihn verwendet. In den letzten 2-3 Jahren. Daher ist er schon schön grün. Und das macht das Gehen natürlich um ein Vielfaches angenehmer. Unser Herr Balu verschwindet ein bisschen im Großgrad. Die Geschichte ist halt, nachdem es mittlerweile doch schon Herbst ist, zwar nicht offiziell, aber ist das lange Gras halt in der Früh doch ziemlich feucht bzw. nass. So, wer mit Sandalen unterwegs ist, der hat gleich frisch gewaschene Füße.
Aber fahren, sie fahren dann doch noch. Also das ist nicht so, dass sie nicht fahren, weil diese warte mal, Balutsch, weil diese Reifenspuren, die sind eigentlich ziemlich frisch. Die sind ziemlich frisch, also wird der Forstweg doch noch benutzt. Muss ich mich also korrigieren. Ja, das ist alles sehr interessant, das ist alles Neuland für dich. Aber dafür bist du eigentlich sehr gut unterwegs heute. Also muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf dich, Junge. Und hier, man glaubt es kaum, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera wirklich sieht, haben wir doch glatt Früchte schon drauf. Die werden ein bisschen sauer sein. Und hier die Forststraße, nach links geht es da hinunter Richtung Markt Dreistetten, weil hier überschreiten wir nämlich den Rundweg 231, den Bistingtaler Rundwanderweg. Allerdings, wie wir hier anhand dieses Schilds unzweifelhaft erkennen können, ist der Bistingtaler Rundwanderweg zwischen dem 20.10. und dem 30.04. jagdliches Sperrgebiet. Aber wir wollen nicht den Bistingtaler Rundwanderweg gehen, sondern wir gehen hier in Richtung Hohe Wand, Einhornhöhle. Und gehen wieder mal in einen etwas finsteren Mischwald. Aber natürlich zum Wandern ist das wesentlich angenehmer, wenn wir da in der prallen Sonne gehen müssten. Mein Hund hat gerade andere Ideen. Der ist gerade so, ja, ich gehe zwar, aber ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Aber so gesehen geht er ja eh brav. Okay? Ich hätte nichts gesehen, aber das bedeutet nicht viel, nur weil ich nichts sehe. Weil eigentlich ist das ja ein Weidegebiet grundsätzlich. Aber hier haben wir sogar einen Weidezaun. Im Moment sind eh keine Viecher draußen, aber ja. Ja, nicht. Auf der anderen Seite, es ist ein verhältnismäßig kurzes Weidestück, weil dort vorne, wo der Felsen ist, geht es nämlich dann schon wieder rechts rauf. Oh oh. Und das, was wir hier schon erkennen können, sind die Steinabstürze. Oh oh. Bleib da. Also, mir war da unten nicht ganz nach Filmen. Den da unten, obwohl da ein Weidezaun ist, war dann doch ganz hier oben kommt eine Kuhherde, die sich, ja, aggressiv nicht, die haben sich nur für den Hund interessiert. Also der Balu hat das aber sehr gut gemeistert und der ist ganz ruhig neben mir geblieben. Weiß ich nicht, hatte jemand Schweidevieh schon kennengelernt oder nicht. Ich hatte schon so einige und auch sehr schlechte Erfahrungen mit Weidevieh. Und wir sind eben dann sehr zügig an dem Weidevieh vorbeigegangen. Jetzt sind wir wieder auf einer Forststraße, die uns dann zur Abzweigung Richtung Herrgott Schnitz, wo es sich trennt, in Richtung Herrgott Schnitzer Haus und Beisching. Hier sind wir jetzt an der Weggabelung. Da hinauf geht es Richtung Hohe Wand, Herrgott Schnitzer Haus, und in diese Richtung würde es gehen Richtung Beisching-Waldeck. Ja, wir haben da eine kurze Trinkrast gemacht, auch der Herr auch unser Herr Balu hat heute etwas zu trinken bekommen. Das ist ein sehr professorischer Behälter, weil der ist ein bisschen bulky. Ja, du denkst da, was macht er da gerade? Denkst du, das tut nichts für mich.
Also wie wir hier erkennen können, sind wir hier wieder mal an einer Wegkreuzung. Da nach links hinunter wären wir heraufgekommen, wenn wir über die Einhornhöhle heraufgegangen wären. Das war mir aber mit dem Balu für heute, für seine erste Wanderung, etwas zu steil. Aus dieser Richtung sind wir gekommen und da würde es, wenn mich nicht alles täuscht, weiter nach Baisching gehen. Einhornhöhle. So, wie ich vorher gesagt habe. Schaut sie, da geht es auch nach Baisching-Waldeck. Aber unser Weg führt in diese Richtung. Wie wir sehen können, hat hier der Forstmann ziemlich gewerkt. Wir wollen aber nicht, denn hier hätten wir natürlich die Möglichkeit, über den Drobelsteig zu gehen. Das sieht man leider jetzt so nicht. Das ist natürlich mit dem Baluchi. Mit Baluchi, die Leitern, das tun wir uns sicher nicht an. Und wir gehen halt über den, hier hinauf geht's. Hier über den Normalweg gehen wir auf das Herrgott-Schnitzerhaus. Ja, ich weiß, alles sehr aufregend heute. Gell? Das sind so viele erste Dinge für dich heute, gell? Das ist alles ein bisschen früh heute. Und daher bin ich ja froh, dass ich eine kurze Runde auf die hohe Wand gegangen bin, weil ursprünglich hätten wir ja vorgehabt, von Oberbiesting ins Dürmbachtal zu gehen und vom Osten her auf die hohe Wand und eben über das Herrgott-Schnitzerhaus herunter. Ist gut, dass wir das nicht gemacht haben. Ja, das sind doch sehr, sehr viele erste Dinge für den jungen Mann hier. Aber bisher schlägt er sich wirklich sehr tapfer und ist sehr, sehr brav, muss ich sagen. Also im Moment wird es doch etwas felsig. Na, gehen wir weiter. Genau. Ja, du suchst ja da schon schön brav deinen Weg hinauf. Genauso wie ich das mache. Das ist so. Du denkst dir, so ganz erschließen tut sich das für mich gerade nicht. Aber ich mache es trotzdem. So wie ihr sehen könnt, haben wir es auf die hohe Wand und aufs Herrgott-Schnitzerhaus geschafft. Uns ist jetzt heiß und wir schwitzen. Und ich glaube, jetzt haben wir uns ein kühles Blondes verdient.